Jetzt kommt ein Video. Danke nochmal an Cross, dass er da Recherche betrieben hat. Wir hatten zu Gast, es war zu Gast beim Menace Podcast. Hatten wir Markus Rühl, Milos Sarcev, Dennis James, Chris Cormier und noch ein lieber Mann war am Start. Und dort wird über den Stack geredet von damals. Markus Rühl packt aus, auf Englisch, Top Coaches Pick New Top 6 heißt das Video bei Dennis James auf dem Channel. Ist auf Englisch, ist der Podcast von Dennis James, The Menace Podcast. Und wir gucken uns jetzt mal an, was der Markus denn dazu berichten hat. Also, Chad Nichols, okay, danke dir. Wir haben jetzt hier wirklich den Markus Rühl auf Englisch. Ich bin mega hyped. Let's go. And how much problems That's why we all dead. Wir haben natürlich die Stelle rausgesucht, weil der Podcast geht 2 Stunden, Freunde. Not here no more because we use so much. Still, we're all around 50. Milos, Chris, you guys are a little bit older than me and Dennis. Almost right? 60, yeah. No, listen, I'm one of the older ones here on the table. Sorry. Yeah. Right. How old are you, Dennis? I'm asked you so many times. I'm going You're on 55, I'm right? I'm going on Lass doch mal ausreden, Mensch. 57 now. 57. Yeah. But Also, die sprechen erstmal übers Alter. you look younger than I did. What's going on? Chris Cormier sieht einfach aus wie so ein Rapper, der auch gerade in Rente ist, ne? Der hier. Der könnte auch so bei NWA gewesen sein damals. Hey, it's the black genetics, my friend. Yeah. It's that little bit of chocolate in me. Geil. Yeah, but you have a German in you anyway, so Yeah. that's a combo. Also wir haben hier wirklich, das ist krass, wir haben hier Dennis James, der auf Deutsch auch Deutsch sprechen kann, der aber wirklich, für mich ist das ein Amerikaner. Chris Cormier ebenfalls. Über Chad Nichols weiß ich ja nicht so viel. Dann haben wir Milos Sarcev, der sehr, sehr bekannt ist für seine kranken Stoffdosierungen, auch bei seinen Athleten. Ich kenne auch ein paar Jungs, die bei ihm waren und habe da ein paar Geschichten gehört. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Der ist hier so aus dem Balkanbereich. Und wir haben Markus Rühl. Da muss ich ja nicht viel zu sagen. Also wirklich eine geisteskranke Kombination, Alter. But Marcus, you're 50 right now, right? I turned 50, yeah. I get 50 okay. Markus, alles Gute zum 50. next year, February, yeah. So what Chris was trying to find out, and myself and the whole world, what were your cycles? Was it unreasonable? Was it Heiko Kalabach? You know, Heiko Kalbach, jetzt geht's los aber. I'm living proof that no amount of steroids can kill the man. I heard that he said Keine Steroide können den Mann umbringen, Alter. Den Heiko. that to me too, so I can vouch Yeah. for that. Or I talked to Heiko so many times, and he told me some numbers. And Milos, seriously, half. I can't believe what he said to me. I can't believe what he said to me. He said, "Come on, you're joking, right?" Yeah. No, I believe it. I believe it because he told me one time on my way back from Hungary. Wir wissen, was Kalbach angestellt hat damals, ne? Ja, Mann, der Chat sagt es. Sogar Milos hat Angst vor Heikos Plan. Und ich schwör's euch, Milos, seine Dosierungen sind... Also wenn Leute sich nur vorstellen könnten, was Leute konsumieren, die nicht mal Profis werden, die nicht mal Profis sind, Entschuldigung, die sich auf Pro-Qualifiern in der offenen Klasse hinstellen oder Schwergewichtsklasse, das ist wirklich, wirklich komplett irre. Where he competed. I think Milos, you competed in that show too. At the airport the next day, he told me that listen. I'm like Milos said. You can't die from steroids because if you could, I would be dead. That's Heiko. That's Heiko talking Ich glaube, die Jungs damals waren ein ganz anderes Niveau, was Stoff angeht. to me. Und da war der Stoff auch noch Stoff und nicht irgendwie gepanschte Scheiße. I didn't ask him how much. He just told me you can't die from steroids. I hear some numbers from him, and I swear to God. But what are your numbers? What are your numbers? Let's say for the New York Pro in 2002, what was Marcus's cycle? Not a big deal. Wer ist der Coach von Emir? Chris Assetto, der ist gerade nicht am Start. War aber früher Milos Sarcev. Milos Sarcev hat Emir auch mal vorbereitet. If you can remember. About units, 8 units a 80 Einheiten Wachstumshormone sind wir jetzt. Okay. day. Warte. Nein. 8, doch nicht 8. Oder 18, Entschuldigung. Oder 8, warte. About units, 8 8 GH, okay. 80 Wachstumshormone, das geht gar nicht. Sorry, Freunde, habe ich falsch gehört. Also 8 GH, Growth Hormone, 8 Einheiten Wachs units a day. am Tag.
It was 125 milligrams of Testo prop every day and 50 milligrams stanosolol every 3 days. Das ist doch human. 100 not milligram, was it cc T-bone? What? T-bone Oh, T4. T4, okay. 100 micrograms. And then I take for the things 8 to 10 units of insulin. That's it. Und T4 so hoch? That's How it. about Proviron? The nothing? Also der Milos ist hier, der findet das gar nicht schlimm. Nothing. And for the cakes, I take Milos, I got to be honest. In Germany, Ja, wir erinnern uns an den Kevin Wolter-Stack von damals zu seiner Primetime, der war ja irre. people don't know about all this shit. The Proviron and the Remedex. No. This is not common in Germany. It wasn't you back don't- then. It wasn't. when I talk to you sometimes, I think by myself, what the hell is he talking? I never hear that. No, I didn't know. Milos, I'm being be honest. Also ich kenne Stoffpläne von Milos, Protokolle, wo Athleten bis zu 80 Einheiten Insulin am Tag bekommen. Zu jeder Mahlzeit, vor jeder Mahlzeit 15 Einheiten Insulin. 10 bis 12 Einheiten Wachs. Ja, und Testbereich auch im Grammbereich, also wirklich völlig geisteskrank. Vor allem das Insulin finde ich persönlich unfassbar gestört. I had no idea until you told me about it. Da kann man das ganz schnell Bluthochdruckprobleme bekommen, des Grauens. I had no clue that people take Proviron and take a Remedex and shit. I was the same. So, but I'm very But happy. when I wish something, I would wish I work with you, Milos, or with Chet when I'm in my best years. I wish I have a trainer which have all this knowledge to invite me and maybe then I get. Der Trainer von, mir fällt sein Name immer nicht an, war doch Pitt Trends, Pitt Trends hat, Rest in Peace an der Stelle, hat Markus Rühl vorbereitet damals, ne? Das war ja sein Freund und Trainer. Jahrelang. Oder kam da noch jemand anders dazu? Ich glaube, die haben alles zusammen gemacht, Freunde, oder? Well, listen, Marcus, since you're still the biggest guy on the panel, I mean, there's an Olympia, there's a Masters Olympia coming up next year. Yeah, but then it's a different thing to be. Aber die Jungs sehen alle richtig gesund aus, ne? Oh, vor allem Dennis James und Milos, die beiden, die sehen voll fit aus, Mann. Lois, 766, danke dir fürs Abo, mein Bester. Get big and to get in the top conditioning like Rami. But can you imagine if Markus Rühl said, okay, I'm going to do the Masters Olympia? That shit would light up. Markus Rühl bei der Master Olympia, nein. Die Zeit ist vorbei, das weiß er auch selbst. Warum sollte der sich jetzt nochmal so ficken? Ich glaube, das war auch eine Trollfrage. Oh, That would be like a Christmas tree lighting up. That is how that looks like. You, Chris. We Milos, just talked about it. We just talked about it last week, and Milos said the right thing. He said, "Listen, what did he say? My wife was listening to this podcast from last week this morning, and she was laughing when Milos said it would hurt me to see you guys." You know, it's a shame when I look in the mirror every morning when I go in the shower. I said, "Thanks to God, nobody see me else." Yeah. Geil, Markus, Alter. Was ich gerade richtig krass finde, der redet ja richtig gut Englisch, Alter. Der Markus spricht wunderbar Englisch. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Stellt euch mal vor, diese Kombination mit Heiko Kalbach noch. Das wäre ja mal sowas von lustig. Natürlich bräuchte er, glaube ich, einen Übersetzer. Ja, ich bin auch nicht, also ich verstehe zu 80-90% alles, aber sprechen tue ich natürlich wie der letzte Penner. Aber Heiko da drinnen, das wäre wirklich unfassbar witzig an. Yeah. That's it. Yeah, but you know, you always have. I know what you mean. But the good thing is that you can get used to looking at shit, and you'll be like, okay, that's just what I look like now. I look at myself every morning. I'm okay with it now. You know, I figure people over 50 should throw away all the mirrors in the No. goddamn house. It's not that bad. It's not that bad. I passed by. Also Selbstbewusstsein bei Dennis James ist brutal, ne? Der ist zufrieden mit seiner aktuellen Form. So who the fuck is this old man? Oh no, the speech. Shit. Oh. All right, let me throw another question at chat. Yeah. Nick Walker. We all seen Nick Walker's video.
Wir gucken uns noch diese Frage an, weil das ist hier gerade wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Was haben die über Nick Walker zu berichten? Also, Nick Walker kennen wir alle, macht jetzt beim Mr. Olympia auch mit in der Schwergewichtsklasse Open. Bin gespannt. Videos and pictures, he's very open. What do you see when you see a guy like Nick Walker at this time, 4 weeks out? Oh, chat just disappeared. I said, well, does that mean he doesn't want to answer my question? Chad Nichols hat sich mal eben verpisst. Er hat keinen Bock mehr auf Nick Walker. Chad likes Nick Walker. Remember when we were predicting, he saw him there. Yeah, you know. Yeah. Let's wait till he gets back on. In the meantime, Chris, In the meantime- this question is for you. Yeah. Endlich sagt er auch mal was, der Kollege. Den haben wir ja gar nicht gehört. Chris, Chris ist guten Morgen, aufstehen. Nice talking this, to you, Chris. now this this question is for you now because you Which question? had Nick in fifth last week. Has anything changed? Yeah, See? yeah. I knew it. I think he's climbing up, and I feel like Ich glaube, der Brudi hat gar keinen Bock auf diesen Podcast. Der will einfach, der ist da gezwungen mitzumachen. Der will was ganz anderes gerade machen. So kommt es mir vor. I think it might be doing him some good that he's in Vegas right now, and paying close attention to his posing. I didn't really like his posing from many of the shows he did before. So I think, I think he's closer to that 3 area now. Okay, also Nick Walker packt es jetzt, denkt er so in die Top 3 dieses Jahr. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin wirklich gespannt. Sagen ja sehr, sehr viele. Viele sehen den wirklich in der Top 3 dieses Jahr. Mal gucken. See, I know things are changing, and people should not take us 100% serious because, like I said, Because every day. you know what I'm noticing? His body is a little busier than it's ever been as far as development, and I think that's gonna help him because, like I say, he plays really well when he didn't even look like this. Yeah, right. You know, so But how big is Nick Walker? Is he bigger than Rami? Nein, Rami ist immer noch the biggest. I see sometimes pictures from No. He's big. No. Nobody's bigger than Rami. He is. Nobody's bigger than Rami. Ja, aber ist ja aktuell auch so, ne? He's very big for his height. Yeah. So Das Krasse ist ja auch, Big Rami ist auch von der Körpergröße groß. Das ist noch der zweite Vorteil und bringt die krasse Masse mit. Ne? I remember I've seen a picture where he was asked a question what he think he's going to be on stage. He's going to be, he said, some 255. For his height, 255 is huge. Yeah. Because he's got a couple of body parts that, like his arms. Ja, Onkel Kischik, das hört man schon des Öfteren, ne? Dass da auf jeden Fall Punktabzüge kommen wegen den Krampfadern auf den Waden, dass Nick Walker damit Probleme bekommt. Ich weiß nicht, ob das nur Gerüchte sind oder ob da wirklich was dran ist. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich denke mal, schon. His arms is almost too big for at least one arm. One arm is way bigger than the other one. So. Ja, Dante, aber knapp 1,80 in der Open ist groß. Das sind alles kleine Leute. Die größten sind da maximal 1,80, wenn überhaupt. You know, so. Das sind kleine Brecher. Und die von der 212er-Klasse, die sind manche sogar unter 1,70. Das musst du dir mal vorstellen. 1,66, 1,67, das ist völlig irre. It's almost too big for his. He can barely do a fucking double biceps because this one arm is pushing into the fucking forearm. You know, he can't even get the arm up. So he has some tremendous body parts. I'm really impressed with him by how he controls his midsection because I know how hard it is when you're that tall or that short, tall or whatever you want to say, with that size, how hard it is to control that midsection. That takes a lot. Bei Classic ist es aktuell der Nachteil, weil der Champion ein Riese ist, Chris Bumstead. Ja, und selbst Dennis James hat gesagt, dass nur einer, der ungefähr gleich groß ist, beziehungsweise so über 1,80, den schlagen kann. Sonst kann ihn keiner schlagen. Und das ist dann zum Beispiel Fabis Vorteil, ne? Urs ist, ich glaube, 1,83, 1,82 müsste er sein. A lot of effort, you know. Yeah. Auf jeden Fall einen Ticken größer als ich. So that's where he impresses me the most. Oh, here he is. It's going to take that on stage also. Yes, and he has super control.
Da ist er wieder, zurück von der Toilette. thrown on stage. I don't give a fuck what pictures they find online right now for him relaxing his stomach. Let him relax his stomach. He's not on stage. But as soon as he steps on Safe. Was zählt, ist Tag X. stage, he sits tight. And In that check. and that's all that matters. So Chet, did you hear How does Rami did that? Rami's got a flat stomach. He doesn't have any issues. He don't have to pay attention to his stomach at all. Krass. Trotz der Masse und dem Gewicht hat er keine Probleme mit seinem Bauch. Bauch ist immer unter Kontrolle. Aber ist mir tatsächlich auch in den letzten Jahren bei Rami aufgefallen. Der hatte nicht mehr diese Wampe, diese Plauze, Freunde. Sehr, sehr krass. So, hiermit beenden wir auch den Podcast. Sehr, sehr geil. Behalte ich auf jeden Fall im Auge, den Podcast von Dennis James. Da kommen bestimmt, da sind immer gute Gäste am Start. Ich sehe gerade hier, Dexter Jackson war auch mal da, Kevin Levrone. Also da können wir, wenn da geile Thematiken sind, definitiv uns das des Öfteren reinschauen. Ja, geil, was da erzählt wurde, ne? Also Freunde, Heiko Kalbachs Stack soll tatsächlich völlig geisteskrank gewesen sein.